Hallo, mein Name ist Marco Knutzen und ich bin Vorsitzender des Bildungsvereins der Roma zu Hamburg und des Europäischen Zentrums für Antiziganismusforschung und im Grunde genommen einer der ersten Antiziganismusforscher. Seit 2003 forsche ich zum Antiziganismus und heute gibt es dieses besondere Video zu dem Akte 2019 Special auf Sat.1. Ich möchte als erstes ein Statement zu dieser gesamten Doku grundsätzlich abgeben. Natürlich ist diese Enkeltrick-Scheiße zu verurteilen und jeder, der das wirklich gemacht hat, muss in den Knast dafür gehen. Es ist scheiße, alte Leute zu betrügen und ihnen in Selbstmorde zu treiben. Aber es läuft im Grunde genommen auch nur noch für die, die wirklich bekloppt sind. Denn mittlerweile wissen alle Banken, wie sie zu reagieren haben, wenn alte Leute Geld abholen. Und in diesem Zusammenhang ist es zwar richtig, dass darüber berichtet wird und alte Leute aufgeklärt werden, aber diese Doku hatte grundsätzlich ein Problem, welches uns nur darstellte, als entweder sind wir kriminell oder wir sind asozial. Wir sind asozial, wir sind arm, wir leben von Scheiße, wir leben auf Scheiße. Und das trifft nicht für die Mehrheit der Leute zu. Es wurde auch mit keinem einzigen Wort Antiziganismus formuliert in dieser Doku, was eigentlich unmöglich ist in unserer Zeit. Nach fast 2 Jahrzehnten Antiziganismusarbeit und auch dem Fakt, dass der Antiziganismus mittlerweile angekommen ist, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft, als auch bei Organisationen und Vereinen. Es ist mir nicht verständlich, wie Journalisten diesen Aspekt ignorieren können und einfach nicht wahrnehmen, und dies beweist im Grunde genommen die gesamte Einstellung dieser Dokumentation, denn der Antiziganismus erklärt die Vorurteile über Roma und Sinti und durch diese Vorurteile erklären sich die Menschen die Welt, wie wir denn nun sein. Und für diese ganze Journalie da vom Akte scheint es so zu sein, dass wir entweder kriminell sind oder wir sind Asoziale. So. Und das ist im Grunde genommen gleich die grundsätzlich antiziganistische Einstellung, die ich hier kritisiere in dieser gesamten Doku. Das zieht sich durch. Es wirkt wie so eine Art Pseudojournalismus und das ist wirklich beschämend, denn bisher hielt ich viel von dieser Sendung. Auch als der Meier das noch kommentierte, gab es auch immer wieder mal Roma-Berichte, die aber dann von ihm in einem O-Ton in einen angemessenen Kontext gebracht wurden. Es werden nur 2 Extreme dargestellt und das ist das Größte, was an dieser Dokumentation zu bemängeln ist. Es werden keine positive Beispiele dargestellt und da möchte ich nochmal hinweisen auf die Dokumentation, die wir gemacht haben, romastories.com, wo wir genau das Gegenteil gemacht haben. Wir haben positive Beispiele gemacht, gezeigt, dass wir in der Gesellschaft sind, dass die Erfolgreichen unsichtbar sind und dass man sich eigentlich versteckt, um sich vor diesen Vorurteilen, diesen antiziganistischen Zuschreibungen zu schützen. Was mir noch aufgefallen ist, dass dieser Bericht auch zusammengestellt wurde aus vielen einzelnen Berichten, die über die letzten Jahre gelaufen sind. Und man versuchte, die nun journalistisch in einen gemeinsamen Kontext zu bringen, was aber komplett in die Hose gegangen ist. Im Nachfolgenden werde ich 15 einzelne Ausschnitte kommentieren und versuchen, wieder in einen anständigen Kontext zu bringen. Aber hier wird das gesamte Volk kriminalisiert oder zu Asozialen abgestempelt und dieses geht so nicht. Dabei haben wir es mit diesen kriminellen Familien zu tun und das sind 2 Familien, die es gibt, die im Grunde genommen auch, wenn man weiter ein bisschen zurückgeht, auf eine Familie zurückgehen und in diesem Zusammenhang dann immer wieder diese Menschen zu nutzen, um dem gesamten Volk Kriminalität zu unterstellen, ist einfach unseriös. Ein Kollege von Michael Gohmann erschlich sich das Vertrauen der inzwischen verstorbenen Seniorin. 2 Jahre lang baute er den Kontakt zu ihr auf, fuhr sie zum Einkaufen, trug ihre Tüten. Dann brachte er sie um ihr Vermögen. Immer wieder wurde die alte Dame unter Druck gesetzt, um dann Geld an den Täter zu zahlen. Ihre Tochter bekam davon nichts mit. Das ist eine sehr traurige Geschichte, was dieser Frau passiert ist, und es ist sehr beschämend auch im Grunde genommen für die Tochter. Wie konnte denn das passieren, dass 2 Jahre lang da ein Fremder sich bei dieser Frau mit dieser Frau befreundet hat und die Tochter hat davon nichts mitgekriegt. Die sollte sich da mal in die eigene Nase fassen. Aber das ist irgendwie exemplarisch.
als Beispiel, wie in Deutschland mit seinen alten Menschen umgegangen wird. Sowas wie der Enkeltrick wäre meiner Meinung nach in keinem anderen Land möglich, weil die alten Leute wissen, wer ihre Familie ist, weil die Familie mit ihnen in Kontakt bleiben. Und hier werden die alten Leute ausgenutzt, weil im Grunde genommen sich ihre eigenen Familien auch nicht drum kümmern. Ich möchte das hier in keiner Weise relativieren. Enkeltrick ist scheiße und alle Enkeltrickbetrüger sollen in den Knast. Ja, aber es soll gefälligst auch eine Unschuldsvermutung herrschen, bis eine Verurteilung gefällt ist. Im Sommer 2012 an einem sehr aggressiven Magenkrebs verstorben. Es ist letztlich, denke ich, begünstigend gewesen, diesen Krebs in der Aggressivität zu fördern, dass sie Opfer dieser Straftaten geworden ist und dass sie sich nicht verzeihen konnte, dass sie den Tätern auf den Leim gegangen ist. So, dieser Ausschnitt ist echt suspekt, weil im Grunde genommen, wie kann man als Journalist eine Aussage von einer Tochter aufnehmen, die behauptet, ihre Mutter hätte Krebs gekriegt, weil sie von Zigeunern in Anführungsstrichen betrogen wurde. Unseriöser geht's wohl nicht. Es gibt wohl keinerlei Zusammenhänge, die darauf hinweisen, wie Krebserkrankungen entstehen. Und die wissen, jetzt sollen wir auch noch für Krebs zuständig sein. Also das kann ich mir nur erklären, indem es wieder darum geht, uns zu mystifizieren. Und der Zigeuner hat sie ja vielleicht verflucht und deshalb hat sie Krebs gekriegt. Was für ein Scheiß. Mein Beileid für diese Frau, möge sie in Frieden ruhen. Aber was ihre Tochter hier verzapft, ist im Grunde genommen nur, dass sie sauer ist. Sie hat sich nicht um ihre Mutter gekümmert und das Erbe ist weg. Und das ist, was sie ärgert. Die Zigeuner haben ihr Erbe geklaut. Klauen ist scheiße, aber diese Frau sollte sich mal ein bisschen selber an die Nase fassen. Mit der Familie Gumann habe ich nichts zu tun. Ich bin Sinti. Der Mann zeigt seinen Ausweis, um zu beweisen, dass er nichts mit dem Gumann-Clan zu tun hat. Das ist ja echt schlimm, wie sich dieser Journalist aufführt. In der Szene davor hat er auch noch Hausfriedensbruch begangen und hat das Gelände nicht verlassen, obwohl er aufgefordert worden ist. Der benimmt sich ja wie die Gestapo. Zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Dann zeigt der Mann ihm auch noch seinen Ausweis und dann fotografiert er ihn ungefragt. Damit verstößt er gegen den Datenschutz. Und dann wird das Ding auch noch in die Dokumentation mit eingearbeitet. Dabei hat der Mann gesagt, er ist Sinto. Ja? Und Sinti sind keine Roma. Es ist ein anderer Stamm und damit hatten sie auch nichts mit dieser Familie zu tun. Aber stattdessen werden wieder irgendwelche Behauptungen aufgestellt, dass dieser Mann, der irgendwie verwandt sei mit irgendwem. Unmöglich, unmöglich und keine fundierte journalistische Arbeit und unmöglich, unmöglich. Wie in anderen Ländern werden die Zigeuner, wie sie sich selbst nennen, auch hier verachtet, diskriminiert und ausgebeutet. Die meisten der rund 2 Millionen Roma und Sinti in Rumänien leben in bitterer Armut. Wieder sind wir bei den Besserwissern, die es eigentlich nicht besser wissen. Es gibt in Rumänien keine Sinti. Sinti gibt es nur im deutschsprachigen Raum. Also ist dies eine falsche Aussage in dieser Dokumentation. Dieses Missverständnis konnte ich aber auf politischer Ebene und auf der bundespolitischen Ebene vor 1,5 Jahren lösen, indem ich mit Katharina Fegebank und Olaf Scholz gesprochen habe und sie darüber aufgeklärt habe, dass sie nicht immer, wenn sie über die Roma vom Balkan reden, Roma und Sinti sagen, sondern auf dem Balkan gibt es nur Roma und die Sinti gibt es nur im deutschsprachigen Raum. Und nun ja, die Politik scheint lernfähiger zu sein als Journalisten von Akte. Mit den Händen, dann habe ich sie rausgebracht. Jeden Tag muss Sidor mehrere Nager töten. Ihnen wie ihm geht es ums nackte Überleben. So, hier haben wir den Rattenvergleich, weil im Grunde genommen im selben Satz, auf demselben Niveau von Ratten und Roma geredet wird. Und das ist wohl auch das, worauf sich der Zentralrat in seiner Pressemitteilung bezieht, die ich aber nicht wirklich als sehr gut empfinde, aus dem einfachen Grund, weil hier echt sehr moralisch, sehr intellektuell argumentiert wird im Vergleich mit den Juden. Dabei hätte man diese Vergleiche hier gar nicht ziehen müssen. Es gibt genug Argumente in dieser Scheißdokumentation, um sie einzeln auseinander zu pflücken. Und deshalb hier nochmal
weiß. Emir Yücel ist auch dabei. Ein Multikulti-Stammtisch aus Menschen, die früher selbst als Gastarbeiter kamen und jetzt an den neuen Gästen verzweifeln. Mit den Bulgaren und Rumänen, so die Bosnier, Italiener und Türken, sei alles anders geworden. So, nochmal zur Information, auch ein Multikulti-Stammtisch hat seine Antiziganismen in den Ländern, wo diese Menschen hergekommen sind. Und wir sind im Grunde genommen in Deutschland noch am weitesten, den Antiziganismus aufzuarbeiten und zu verstehen und ihn zu identifizieren als Ausgrenzungsmerkmal in der Gesellschaft. Und in den Herkunftsländern dieser Menschen von diesem Stammtisch ist dem nicht so. Dan Staniescu bezeichnet sich als König der christlichen Roma. Sein Vater ist noch im Planwagen aufgewachsen. Die Familie hat es stets geschafft, Problemen zu entkommen. Nachfolgend ein Video, was ich gemacht habe zum Thema König. Ich denke, das fasst alles sehr gut zusammen. Oft stellen sich einige Roma als Könige der Roma dar. Dieses ist kompletter Schwachsinn. Das Volk der Roma hat keinen König und es ist keine Monarchie. Wolfgang Greis hat sich auf die zahlreichen ungebetenen Gäste mittlerweile eingestellt. Mit eigener Bewaffnung. Das ist einmal die Gaspistole, 9 mm, wirkt eigentlich sehr gut. Dann ein Kampfmesser. Und das braucht man hier zur Selbstverteidigung? Das braucht man hier, ja, um echt hier zu überleben. Ja. Und einen Schlagstock. Die kommen hier rein, brauchen Geld, 10 Euro, am liebsten 100 Euro. Aber das gibt es bei mir nicht. Dann drücken sie auf die Kasse, da geht die Kasse auf, versuchen Geld rauszuholen. Ich schlage dann mit den Dingern auf die Finger schon drauf. Ne? Dann kriegen sie so noch ein paar drauf und dann verlassen sie meistens den Laden. Aber dann den Rumpel. So, Herr Geis zeigt hier Waffen in die Kameras. Er bräuchte einen kleinen Waffenschein, um eine Gaspistole besitzen zu dürfen. Und dann ist immer noch fragwürdig, ob er diese so unter dem Ladentisch haben dürfte. Auch das Messer, was er da zeigt, ist fragwürdig. Und es wird hier Selbstjustiz propagiert und in keinsterlei Weise von der journalistischen Seite kritisiert oder in einen Kontext gebracht, dass dies nicht in Ordnung sei. Darum bitte im Anhang nach meinem Statement jetzt findet ihr, was ihr tun könnt. Und ich hoffe, einige werden aktiv, wie ich. Durch die kriminellen Machenschaften der Großfamilie Goman und anderer Roma-Clans leidet der Ruf eines ganzen Volkes. Unser Ruf leidet nicht unter zwei solcher Familien, sondern unser Ruf leidet darunter, dass ihr zwei solche Familien nimmt und damit ein gesamtes Volk kriminalisiert und den Antiziganismus nährt, der von den Nazis aufgebaut wurde. Wer wie wann zu wie viel Geld kommt, bleibt bei den Roma ein Familiengeheimnis. Was für eine dumme Aussage der Journalisten. Was für eine dumme Aussage. Eigentlich möchte ich sowas gar nicht mehr Journalismus nennen. Als wenn jede deutsche Familie rumläuft und jedes Familienmitglied jedem erzählt, wie viel er verdienen würde. Leute. Hauptsache man saugt sich irgendeine Scheiße gegen die Zigeuner aus den Fingern. Das hat mich hier schon schockiert, dass die Polizei mit Gas, die polnische Polizei schießt mit Gas in eine Familienwohnung von Roma in Polen. Sehr, sehr fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig. 100%ig waren in der Wohnung auch Kinder. Auf einmal wird dem Gangsterboss ganz komisch. Ich habe Herzprobleme, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Sie haben vor allen Dingen immer ganz schön viele Ausreden, oder? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Irgendwie ist mir anders. Lockern Sie Ihren Gürtel. Ich halte das schon aus. Das reicht jetzt mit Filmen. Danke. Was für ein kranker Journalismus. Das darf man eigentlich gar nicht mehr Journalismus nennen. Menschen mit Menschen so umzugehen und solche Kommentare abzugeben als Journalist. Dann bist du kein Journalist, wenn du solche Kommentare abgibst. Ja? Außerdem zeigt es diese Unverfrorenheit, dass sie erst aufhören,
wenn die Polizei sie dazu auffordert. Selbst haben sie keine Moral aufzuhören. Ja. Nehmt euch doch mal die ganzen Banker vor, VW und die ganzen Reichen, die uns bescheißen. Ja. Was haltet ihr denn mal davon? Ja, ein Franz Beckenbauer wird nicht angeklagt, weil wenn er die Anklage kriegen würde, er sich zu sehr aufregen würde. Das war wirklich die Begründung, die sein Anwalt vor Gericht vor dem Richter abgegeben hat. Ja. Aber hier wird auf solchen Menschen rumgetrampelt. Ja. Es gibt immer noch die Unschuldsvermutung, bis die Menschen verurteilt sind. Und diese Scheißdokumentation hat keinerlei Verurteilung gezeigt. Schwestern sind gekommen. Guten Morgen. Ich wollte nicht sprechen und lassen Sie mich in Ruhe. Was glauben Sie denn, was heute passiert mit Horst? Ja, der Horst ist unschuldig und lassen Sie uns zufrieden. So, und wieder ein Beispiel für schlechten Journalismus. Die Menschen fordern sie auf, nicht gefilmt zu werden, und sie werden trotzdem ungepixelt gefilmt. Ja, und man hört nicht auf und man hört nicht auf. Und man geht extra zu diesen Menschen, weil man weiß, wie sie reagieren auf Kameras. Und wie sie darauf reagieren, unter Druck gesetzt zu werden. So reagieren transgenerational traumatisierte Familien, wenn man sie in die Enge treibt. Egal, ob man nun schuldig ist oder nicht, das sei nun ganz hingestellt. So, wer schuldig ist, wird verurteilt, und wer nicht schuldig ist, kommt frei. So, aber das hat nicht die Presse zu entscheiden und hier im Vornherein irgendwelche Ängste zu schüren und Vorurteile aufrechtzuerhalten und zu untermauern. Nachfrageversuch beim Erfinder der Betrugsmasche. Werden Sie sich heute schuldig bekennen? Nicht einmal in Gerichtssälen können sich diese Journalisten von Akte 2019 benehmen. Ich bin stolz, Zigeuner zu sein. Und ich freue mich so sehr. Ich bin ein Großer, weil ich Zigeuner bin. Das war mein ganzes Leben so. Ich habe mit der Musik als kleines Kind begonnen. Da habe ich gesungen. Ich war immer stolz, Zigeuner zu sein. Und ich war auch stolz, dass ich es als Zigeuner so weit geschafft habe. Anbei nochmal nach diesem Clip eine ausführlichere Erklärung zu der Begrifflichkeit Zigeuner. Aber es ist immer sehr schwierig mit Menschen, die von diesen positiven Antiziganismen wie der Musik und der Kultur leben, diesen Menschen den Begriff Zigeuner auszureden. Sie leben von dem, was dieser Begriff darstellt für sie. Und auch wenn es ein positiver Aspekt ist mit der Musik, sind Musiker keine Politiker oder Bürgerrechtler, die man zu einer politisch korrekten Einstufung dieser Begrifflichkeit befragen kann. Aber das nimmt man immer gerne. Ich nehme immer gerne das Beispiel, ich könnte auch eine Doku machen über Deutsche und mir nur Nazis nehmen, die sagen, wir sind Nazis und ganz Deutschland ist Nazi. Und dann wäre das auch ein anderes, ein verzerrtes Bild der wahren Bevölkerung. Und das ist, was hier wieder gemacht wird. Es wird versucht, über Leute, die gar nicht in anderen Dimensionen denken als Musik, eine Legitimation dieser Begrifflichkeit herzustellen. Und deshalb nochmal im Anschluss ein Teil des 100-Sekunden-Clips von der Bildungsvereinseite. Eine Fremdbezeichnung, abgeleitet aus dem alttürkischen Çingene, arme Menschen, welches den ganz klaren Bezug dazu zieht, zu unserer Geschichte, dass wir als Sklaven der Osmanen mit nach Europa gekommen sind. Die Nazis haben diesen Begriff aufgegriffen, daraus den ziehenden Gauner gemacht. Dieses wurde nach 1945 nie korrigiert. Es ist ein negativer Begriff, besetzt voller Vorurteile und Antiziganismen. Ich will nicht als Zigeuner bezeichnet werden. Das ist eine antiziganistische Diskriminierung. Es ist eine Frage des Respekts dem anderen gegenüber, ihn nicht so zu nennen, wie er es nicht möchte. Im Grunde genommen sage ich jedem, der sich nicht belehren lassen will, mich nicht Zigeuner zu nennen, dann ist er für mich ein Nazi.